Hallo zusammen. Wenn du glaubst, dein Plan B ist sicher, nur weil dein Berater es dir versprochen hat, dann ist dieses Video genau wichtig für dich. Hast du gewusst, dass Regierungen jetzt künstliche Intelligenz nutzen, um illegale Strohmann-Konstrukte in Sekunden aufzuspüren? In Thailand zum Beispiel verlieren gerade tausende Ausländer ihr Haus, ihr Geld, ihr Aufenthaltsrecht. Nicht wegen eines neuen Gesetzes, sondern weil eine Maschine ihr Konstrukt in Millisekunden als illegal erkannt hat. Wenn dich interessiert, wie Regierungen künftig künstliche Intelligenz einsetzen könnten und welche Plan-B-Konstrukte du unbedingt vermeiden musst, damit du nicht aus deinem Refugium fliegst in Zukunft und welche Standorte heute wirklich noch sicher sind, bleib dran. Stell dir vor, du hast vor 10 Jahren in Thailand ein Haus gekauft über eine Thai-Firma mit einem lokalen Gesellschafter auf dem Papier. Dein Anwalt hat es aufgesetzt, der Makler hat genickt und der Notar hat unterschrieben. Alles lief reibungslos. Aber heute klingelt es an deiner Tür und es ist nicht der Nachbar. Thailand macht gerade etwas, das die Welt der Plan-B-Berater grundlegend verändert. Und das Interessante daran: Es ist kein politisches Signal, keine neue Regierung an der Macht, kein Zufall. Es ist ein System, eine KI. Seit Oktober 2025 läuft beim Department of Business Development, dem DBD, unter dem thailändischen Handelsministerium das sogenannte IBIS, das Intelligence Business Analytics System. Federführend ist Generaldirektor Phonpong, und der persönlich die Taskforce leitet. Und diese Taskforce ist kein kleines Büro. Das DSI, das Department of Special Investigation, die Einwanderungsbehörde, das Anti-Geldwäscheamt AMLO, die Touristenpolizei, das Revenue Department, das Land Department, alle arbeiten in Echtzeit zusammen. Alle teilen dieselbe Datenbasis. Was analysiert die KI genau? Gesellschafterstrukturen, Kapitalflüsse, Grundbuchdaten, Steuerdaten. Sie sucht nach Mustern. Ein Thai als Gesellschafter in ungewöhnlich vielen Firmen, Diskrepanzen zwischen erklärtem Einkommen, tatsächlicher Investitionshöhe, Firmen, die nie operativ tätig waren, immer dieselben Adressen, immer dieselben Direktoren. Was früher tausende Mannstunden Ermittlungsarbeit bedeutet hätte, erledigt IBIS vollautomatisch, objektiv, skalierbar. Die Ergebnisse sprechen für sich. Bis Februar 2026 hat das System über 46.000 Firmen als verdächtig markiert. Die Neugründung illegaler Nominee-Konstrukte ist seit Januar diesen Jahres 65% gesunken, weil die Leute wissen, was da noch kommt. Und da war der Bataya im März 26, 3 Tage vom 18. zum 20. März, eine koordinierte Razzia des DBD-Crackdown-Teams, gemeinsam mit DSI, Touristenpolizei, Einwanderungsbehörde und dem Calgary Provincial Commerce Officer. Sie haben zuerst 4 Buchhaltungs- und Anwaltskanzleien inspiziert, die massenhaft Firmen an denselben Adressen registriert hatten. Das Ergebnis? Immer ein Thai als Gesellschafter in über 100 Firmen. Gesamtwert über 300 Millionen Baht. Dazu 146 weitere verdächtige Fälle, exponiert direkt auf der Hitliste des DBD. Was passiert, wenn dein Konstrukt auf dieser Liste landet? Die Firma wird aufgelöst, das Grundstück wird beschlagnahmt, geht in Staatshand. Schädigung gibt's keine. Gesetzesänderungen dazu sind bereits in Arbeit übrigens. Obendrauf kommt eine Geldstrafe bis zu 1 Million Baht und dazu strafrechtliche Verfolgung mit bis zu 3 Jahren Gefängnis. Und am Ende Deportation, Einreiseverbot. Alles weg. Dein schöner Plan B. Thailand ist eigentlich ein Modell und Europa baut ja gerade nach, nur viel automatisierter, tiefer und mit deutlich mehr Datenquellen. Im Mai 26 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz Palantir offiziell durch Argon OS ersetzt, eine französische KI-Plattform, die über 300 Datenquellen gleichzeitig verarbeiten kann. Polizeidatenbanken, Social-Media-Feeds, offene Internetquellen, Telefonate transkribiert und übersetzt natürlich in 60 Sprachen in Echtzeit. Das kann das System. Parallel dazu läuft eIDAS 2.0. Bis Ende 27 müssen Banken ja Telekommunikation, große Plattformen,
und Transportunternehmen die neue EU-Wallet als Identitätsnachweis akzeptieren. Was das konkret bedeutet? Kein Bankkonto ohne digitale ID, kein Social-Media-Konto ohne Klarna, Flugtickets verknüpft mit einer staatlichen digitalen ID, deaktivierbar per Klick vielleicht, in Echtzeit ohne Richter. Wer weiß das? Wie das ohne KI-Automatisierung bereits heute aussieht, haben wir im Mai 26 am Münchner Flughafen ja gesehen. Eine Person wurde dort der Abflug innerhalb der EU verweigert, nicht wegen einer Straftat, sondern weil der Name auf der Teilnehmerliste einer politisch unerwünschten Veranstaltung in einem anderen EU-Land stand. Schriftlich als Ausreisesperre am Gate hat er das bekommen. Wer weiß, wen ich meine, kann den Namen ja hier gerne in die Kommentare schreiben, war ja erst vor ein paar Tagen. So, jetzt in der EU mit Argon OS wird dieser Vorgang vielleicht künftig vollautomatisch und skaliert auf Millionen Profile. Zwei Gruppen sind besonders exponiert. Erstens EU-Nomaden, die durch die 183 Tage steuerlich unsichtbar geblieben sind oder bleiben wollen. Eine KI, die Standortdaten, Banktransaktionen, Social-Media-Posts gleichzeitig auswertet, braucht überhaupt keine Steuerfahnder mehr. Sie zieht ja die Schlussfolgerung selbst. Und zweitens, alle, die glauben, ein Golden Visa sei ausreichend, ein reiner Aufenthaltstitel hängt an deinem Heimatpass. Und sobald die Staaten die Passverlängerung an nationale digitale IDs knüpfen, verlierst du deinen Hebel. Nur ein echter Zweitpass schafft eigentlich vollständige rechtliche Trennung vom Heimatsystem. Wenn dich das interessiert, sende ich dir gerne einen Link zu meiner Wissensdatenbank. Schreib einfach eine E-Mail mit dem Betreff oder im Text Masterclass. Und dann bekommst du für 3 Monate Zugang auf meine Plan B Wissensdatenbank. Nochmal zurück. Kommen wir jetzt im zweiten Teil des Videos mal zu den 3 gefährlichsten Lügen gutmeinender Berater. Jetzt wird's unangenehm, denn die meisten Menschen, die heute in solchen Plan B-Konstrukten stecken, die wurden ja nie von Kriminellen beraten. Sie wurden ja von gutmeinenden Beratern beraten, die selbst glaubten, was sie sagten. Und die Berater haben meistens so die 3 folgenden Sätze benutzt, die wir jetzt mal kurz auseinandernehmen. Und die müssen wir aus unserem Kopf rausräumen. Mach keinen Plan B, wo irgendein Berater dir sowas sagt. Zum Beispiel, das machen wir hier seit Jahren so. Ja, stimmt. Und genau deshalb ist es jetzt gutes KI-Futter. IBAS in Thailand sucht ja nicht nach Ausnahmen, sucht nach Mustern. Und je länger ein Konstrukt besteht, wir machen das schon immer so, je häufiger die gleichen Namen, dieselben Systematiken oder Adressen auftauchen, desto auffälliger der Score. Was früher unter dem Radar lief, ist heute ein automatischer Fleck. Der zweite Satz, den man in vielen Ländern hört: Wir haben gute Kontakte zur Regierung. Ich sage das mit allem Respekt, aber Kontakte helfen nicht gegen automatisierte Datenabgleiche. Kein Beamter ruft an, bevor IBAS oder ein anderes KI-System fleckt. Die Maschine kennt keine Beziehung, sie kennt nur Daten. Der dritte Punkt ist subtiler und betrifft nicht einzelne Konstrukte, sondern ganze Regionen wie Nordzypern, vielleicht irannahe Gebiete. Also Regionen mit ungeklärten Konflikten rund um die Ukraine beispielsweise, Taiwan, den Nahen Osten, die Philippinen könnten auch gefährlich sein. Viele dieser Gegenden wurden jahrelang als günstige Plan B Destinations vermarktet. Das Problem, wenn ein ungeklärter Konflikt in der Nachbarschaft kippt, ändert sich die Rechtslage über Nacht. Eigentumsverhältnisse werden neu verhandelt, Verträge gelten plötzlich nichts mehr. Und der Plan B, den du dir aufgebaut hast, existiert vielleicht juristisch nicht mehr. Das eigentliche Problem hinter all diesen 3 Lügen oder Falschbehauptungen ist immer dasselbe. Konstrukte wurden nie für das digitale Zeitalter gebaut. Also es hat funktioniert, solange niemand systematisch hingeschaut hat. Schauen wir uns jetzt mal 3 Alternativen an, die aus meiner Sicht relativ gut gebaut sind, eine relativ gute Struktur haben und die wir auch empfehlen zurzeit. Also Konstrukte, die nicht trotz staatlicher Kontrolle gebaut wurden, sondern die aufgrund der staatlichen Systematik relativ gut machbar sind. Fangen wir mit Sansibar an, die Insel vor der Küste Tansanias. Die hat ja in den letzten Jahren echte Strukturen extra für ausländische Investoren geschaffen, aber mit einer entscheidenden Bedingung, die viele übersehen. Das Objekt muss bei der ZIPA registriert sein, Zanzibar Investment Promotion Authority. Nur ZIPA-registrierte Immobilien sind staatlich anerkannt und liefern dir einen echten Grundbuchauszug. Nicht ein Stück Papier vom Makler, sondern eben ein staatlich anerkannter Eigentumsnachweis. Das ist ein Unterschied zwischen echter Absicherung und schönem Schein auf dem
Papier. Dazu kommt ein Detail, das ich dir unbedingt auch noch mitgeben möchte, wenn du dich zum Beispiel für Tansania interessieren solltest, weil da gibt's nicht alle Projekte, die 99 Jahre Leasehold anbieten. Fumba-Town beispielsweise ist so ein Projekt. In anderen Gegenden hast du nur 33 Jahre Anspruch auf dein Grundstück und musst es alle 33 Jahre verlängern. Fumba-Town in Sansibar ist es so, wenn du ein Grundstück registrieren lässt, ein Haus drauf kaufst, baust, dann wird es 99 Jahre auf dich registriert und wenn du es wieder verkaufst, nach 5 Jahren, der neue Besitzer hat es wieder 99. Gibst es an die Kinder weiter, haben sie es wieder 99 Jahre. Also man kann die 99 Jahre immer wieder verlängern. Das ist eine Restriktion, die aus meiner Sicht relativ gut funktioniert, weil der Staat eben extra Strukturen geschaffen hat, die können 10 KIs einsetzen. Das bleibt nach aktueller Rechtslage immer ein stabiles Konstrukt für deinen Plan B für ein lebenslanges Wohnrecht, ein lebenslanges Visa. Kommen wir zum zweiten Land. Georgien ist eine ganz andere Art von Sicherheit. Das Land hat sich in den letzten Jahren zu einer der stabilsten Residenz- und Bankenlösungen außerhalb der Europäischen Union entwickelt. LSE-gelistete Banken wie die Bank of Georgia oder TBC, Base persönliche Sicherheit, weil die sind persönlich über dem europäischen Durchschnitt stabil. Der Immobilienmarkt hat riesen Wachstumspotenzial. Worauf ich aber hier besonders achte und was ich empfehle, ist, und auch meinen Klienten sage, kauft, wenn ihr Immobilien kauft, nur Projekte, die von georgischen Banken finanziert werden, weil wenn die Bank of Georgia oder TPC da ein Projekt finanziert, hat die sich bereits die Due Diligence und den Bauträger sehr, sehr gut angeschaut. Die Bank steht mit ihrem Kapital dann sozusagen dafür gerade. Das ist ein Filter für viele schlechte Projekte. Wenn du also ein Golden Visa über die Immobilie ab 150.000 US-Dollar ist es ja jetzt in Georgien im Prinzip kaufen willst. Man kann aber in Georgien auch relativ einfach die Residenz, ähnlich wie auch in Serbien übrigens, über einen Anstellungsvertrag oder eine selbst gegründete Firma bekommen. Ja, das dritte Land, was relativ gut funktioniert aus unserer Sicht, ist Sierra Leone. Für viele vielleicht überraschend. Du hast keine Residenzpflicht, keine EU-Überwachung, kein OECD-Risiko. Die EU hat so ein Programm überhaupt nicht auf dem Plan. Unterscheidet sich sehr vom karibischen Zweitpassprogramm. Das heißt, Sierra Leone bekommst du sozusagen mit einer Investition ab 85.000 Euro ein Wohnrecht, eine Residenz in 15 Ländern in Westafrika. Und das ist aus meiner Sicht schon relativ interessant. Also mit einer Investition lebenslanges Wohnrecht in 15 Ländern. Also alle Mitgliedstaaten des ECOWAS, in dem ja auch Sierra Leone ist. Und der Präsident von Sierra Leone ist zurzeit sozusagen die Ursula von der Leyen, also sozusagen der Präsident aller 15 Länder. Aus meiner Sicht sehr, sehr interessant. Ein Pass, lebenslanges Wohnrecht in 15 Ländern. Du kannst Konten eröffnen, du kannst Land kaufen wie ein Einheimischer. Keine Wartezeit, kein Bürokratiemarathon. Innerhalb von 3 Monaten bist du eigentlich operativ und kannst diesen Pass jetzt ja noch mit weiteren Golden Visa anderer Länder veredeln. Wie gesagt, 140.000 US-Dollar ist der eigentliche Investitionsstart. Sehr, sehr preiswert, kannst du fast unbegrenzt weitere Personen mitbringen. Unbegrenzt die Kinder, egal welchen Alters, Geschwister, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Oma, Opa. Und du kannst sogar eine nicht verwandte Person mitnehmen, dein Freund, dein Geschäftspartner, aus meiner Sicht eine sehr interessante Sache und das alles in so ein Paketchen da rein. Panama ist für viele unterschätzt, weil es so offensichtlich wirkt. Das Pensionada-Programm ist eines der einfachsten Residenzwege weltweit. Ab 1.000 US-Dollar monatlichem Dauereinkommen aus Rente, Sozialversicherung oder einer anderen langfristigen Quelle bekommst du sofort eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Kein Immobilienkauf, keine Wartezeit, keine Probezeit. Wer das erfüllt, ist fertig mit seinem Plan B und rechtlich auf einer stabilen Basis. Wer kein Rentner ist, nimmt in Panama das Franklin Nathan's Visum. Du gründest eine panamaische Firma und erlegst rund 10.000 US-Dollar Kapital. Also selbst ein Gehalt von etwa $850. 2 Jahre temporäre Residenz, danach dauerhaft vorausgesetzt. Die Firma war aktiv und hat Steuern gezahlt. Klingt bürokratisch, ist in der Praxis sauber nachvollziehbar, aber es ist wirklich ein bisschen Papierkram und du musst schon was investieren. Wer Kapital mitbringt, geht direkt über das Qualified Investor Visum.
300.000 US-Dollar leider im Immobilien- oder Festgeldbereich. Du erhältst aber sofort die Permanent Residenz ohne 2-jährige Wartezeit. Grundvoraussetzung für alle Wege sind immer gültiger Pass, polizeiliches Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis, manche ärgert das, und eine eidesstattliche Erklärung. Die Philippinen bieten 3 verschiedene Residenzwege, je nach Profil. Das SRAV, das Special Resident Retires Visa, ist ab 40 Jahren zugänglich, nicht erst im Rentenalter. Die Kaution liegt je nach Alter und Rentenstatus zwischen 15.000 und 50.000 US-Dollar. Das Geld bleibt nicht eingefroren, du darfst für deine Miete oder den Kauf einer Eigentumswohnung einsetzen. Bearbeitungszeit 30 bis 45 Tage, das schmerzt manche, weil du musst bei der Antragstellung da im Land bleiben. Ja, es gibt noch eine andere Variante mit 75.000 Dollar in Staatsanleihen und Aktien. Da bist du in 10 Tagen durch, 10 Tage Philippinen, und du hast dein Papierkram erledigt. Ja, also das sind so Wege aus meiner Sicht. Da können die Regierungen künstliche Intelligenz einführen und du bleibst sicher mit deinem Plan B. Aus meiner Sicht nicht schlecht. Schreib gerne in die Kommentare, welcher dieser Wege für dich neu war oder welcher für dich interessant ist. Und wenn du mehr wissen willst, schreib doch einfach eine E-Mail im Betreff Masterclass und du bekommst Zugang zu meiner Datenbank, in der du sowohl nach Passportprogrammen als auch nach Golden Visa permanenten Residenzen recherchieren kannst und siehst, was dir vielleicht passt. Generell, Masterclass hatte ich jetzt schon 2-mal erwähnt, was wir ja anbieten, weil sich YouTube-Videos, also wir können jetzt hier ein Video machen, vieles ist dann wieder nicht aktuell nach vielleicht schon ein paar Wochen oder Monaten. Manchmal erwischt man ja ein YouTube-Video, das ein paar Jahre alt ist. Deswegen haben wir die Plan B Masterclass entwickelt. Das ist ein Tool, in dem du Zugriff auf ganz viele Arbeitsblätter hast, in dem du Videokurse besuchen kannst, entweder zum Finden deines idealen Plan B Landes oder deines Passes und vor allem, wie du das alles miteinander kombinierst und dort über 2 Jahre eine Begleitung hast. Das heißt, 2 Jahre lang jeden Monat eine Live-Session mit mir und anderen Beratern, Community-Austausch und wie gesagt, alles, was da drin ist, was da veraltet ist, nehmen wir einfach raus und ersetzen das immer durch aktuelle Informationen. Fassen wir zusammen. Legalität ist im digitalen Zeitalter keine moralische Frage mehr. Es ist eine Strategie, die funktioniert, wenn eine Maschine dein Konstrukt in Millisekunden analysiert. Zanzibar, Georgien, Sierra Leone sind 3 konkrete Wege. Philippinen haben wir noch gesagt oder Panama, die funktionieren. Hol dir, wenn du mehr recherchieren willst, meine Recherchedatenbank mit mehr als 50 Ländern und mehr als 12 Zweitpassprogramm und such da mal ein bisschen rum. Das ist momentan noch kostenfrei, wird künftig mal hinter der Schranke der Masterclass liegen, aber zurzeit gebe ich es jedem, der mir einfach eine E-Mail schreibt, Masterclass ins Betreff, und du darfst da 3 Monate drin rumwühlen, suchen und mir auch gerne deine Kommentare schreiben. Vielleicht findest du Fehler da drin und dann wird es sofort repariert. Ja, ansonsten Dank fürs Zuschauen. Abonnier bitte den Kanal, schreib irgendwas in die Kommentare rein. Das hilft uns, damit das Video auch andere Leute sehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal bei irgendeinem meiner Workshops. Ich bin demnächst in Georgien, in Serbien, in Sansibar, in Zürich. Das gibt nichts Schöneres, als ich mal live beim Kaffee oder abends beim Glas Wein kennenzulernen, mal über deinen Plan B zu sprechen. Beim Workshop ja sowieso. Oder ja, buchen Beratungsgespräch, dann können wir uns nächste Woche vielleicht schon mal eine Stunde unterhalten und ganz, ganz konkret an deinen Plan B arbeiten. Aber versprich mir, vorher bereite dich gut vor und nutze die Masterclass-Datenbanken. Da findest du so viel Informationen zu Lebenskosten, zu wie viel du investieren musst, was das Visa in einem Einzelland eigentlich kann, hat es vielleicht Aufenthaltspflichten wie zum Beispiel Montenegro, was ja extrem krass geworden ist, also wie da auch kontrolliert wird, dass du wirklich im Land bleibst, eigentlich überhaupt kein richtiges Plan B-Land mehr. Also es ändert sich ja viel und in unserer Datenbank kannst du da ganz, ganz viel Wissen sammeln. Und wenn wir dann ein Beratungsgespräch haben oder du kommst in den Workshop, bist du super aufgestellt, super vorinformiert und wir können eigentlich sofort an die Umsetzung. Ansonsten bleib fröhlich, bleib mutig und komm ins Handeln. Mach deinen ersten Schritt. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.